Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und heute kümmern wir uns um eine Technik, die es uns ermöglicht, schnelle Läufe zu spielen, und zwar die Doppelzunge. Ja, dabei wird aber nicht irgendwie die Zunge gespalten oder so. Wir verwandeln uns jetzt nicht einfach in Reptilien, nein, sondern es geht einfach um eine Technik, die es eben uns ermöglicht, schnell zu spielen, und die funktioniert folgendermaßen: Statt eben immer nur auf einem Konsonanten zu artikulieren, wie zum Beispiel D, 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 wechseln wir zwischen D und G. Und so können wir es eben schaffen, dass wir schnellere Läufe spielen können. Das Ganze hört sich dann so an: Daga, 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 da, da, daga, da, da, daga, da, 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 in meinem Beispiel zu Smooth Criminal gerade. Genau, und das möchte ich jetzt einfach mit dir üben. Und da fangen wir gleich mit an. Und zwar mache ich mir das Metronom an, auf einem schön langsamen Tempo. Das ist so in den 70ern, 72 glaube ich. Und ich spreche dir jetzt einfach mal vor und du sprichst mir danach. Daga, 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 da. Und noch einmal. Daga, 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 da. Und du bist dran. Und noch einmal. Daga, 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 da. Und du bist dran. Okay, das war die erste Übung. Jetzt gehen wir auf Luft. Das heißt, wir pusten Luft und machen dabei das Gleiche. Das heißt, und ja, wichtig ist, dass eben die Luft gut durchfließt und dass die Konsonanten, das heißt das D und das G, wirklich sehr weich sind. Weil so schaffst du es eben, dass die Luft schnell fließen kann und dass die Zunge auch dann im Endeffekt ganz schnell wird, auch wenn wir jetzt erst langsam anfangen. Ich fange wieder an und du machst mir direkt nach. Ganz genau. Wenn du da jetzt noch nicht mitgekommen bist, dann einfach zurückspulen, nochmal machen, und weil wir gehen jetzt einfach einen Schritt weiter und nehmen die Tuba dazu und spielen das Ganze, was wir jetzt eben gerade gemacht haben, auf dem großen F. Ich spiele vor, du spielst nach. Noch einmal. Und ein letztes Mal. Wir gehen einen Halbton höher. Noch einen Halbton höher. Und so weiter zum Ass. Und zum A. Und jetzt gehen wir zum B. Und zum H auf 1, 2. Und zum C auf 1. Zum Cis auf 2, 3. Und zum D auf 1, 2. Ja, jetzt zum S auf 1. Und zum E auf 2. Und als letztes das F. Tja, das war's auch schon mit der ersten Übung zur Doppelzunge. Ich werde noch ein weiteres Video folgen lassen, wo wir einfach die gleiche Übung noch zweimal machen, einfach jeweils ein bisschen schneller. Genau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen.
und hast was gelernt. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg beim Üben. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, wenn du meinen Kanal abonnierst oder zumindest mal auf meiner Seite tubalernen.de vorbeischaust. Dann viel Erfolg beim Üben und tschüss.